3 Redewendungen in 7 Minuten. Are you ready? Let's go! Hallo und herzlich willkommen bei 7 Minuten Deutsch. Mein Name ist Sarah und heute lernst du wieder 3 Redewendungen mit mir. Redewendung Nummer 1. 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Vielleicht kennst du schon das Wort, die Fliege. Eine Fliege ist dieses kleine Insekt, das manchmal in der Küche herumfliegt und richtig nervig sein kann. Und hier haben wir 2 Fliegen. Dann haben wir die Klappe. In dieser Redewendung kannst du dir die Klappe wie eine Fliegenklatsche vorstellen. Wörtlich klingt der Satz so: Man schlägt 2 Fliegen mit nur einer Klappe. Das heißt, du machst eine Bewegung und erwischst gleich 2 Fliegen. Aber als Redewendung bedeutet es natürlich etwas anderes. Wenn wir sagen, ich schlage 2 Fliegen mit einer Klappe, dann meinen wir, ich erledige 2 Dinge auf einmal. Oder ich erreiche 2 Ziele mit nur einer Aktion. Das ist super praktisch, oder? Stell dir vor, du gehst spazieren, weil du dich mehr bewegen möchtest. Gleichzeitig hörst du dabei einen deutschen Podcast. Dann machst du 2 Dinge auf einmal. Du bewegst dich und du lernst Deutsch. Dann kannst du sagen, ich gehe spazieren und höre dabei einen deutschen Podcast. So schlage ich 2 Fliegen mit einer Klappe. Wichtiger Hinweis, diese Redewendung benutzen wir, wenn eine Handlung 2 positive Effekte hat. Du erledigst nicht nur eine Sache, sondern gleich 2. Zum Beispiel, ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit. So spare ich Geld und mache Sport. Ich schlage 2 Fliegen mit einer Klappe. Sehr gut, weiter geht's mit der zweiten Redewendung. Das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Vielleicht kennst du schon das Wort das Eisen. Eisen ist ein sehr starkes Metall. Und dann haben wir das Verb schmieden. Schmieden bedeutet, man formt Metall, zum Beispiel mit einem Hammer. Früher hat ein Schmied das Eisen zuerst sehr heiß gemacht, dann war das Eisen weich genug und genau in diesem Moment musste er es formen, nicht später. Denn wenn das Eisen wieder kalt ist, ist es zu hart. Dann kann man es nicht mehr so gut bearbeiten. Wörtlich bedeutet die Redewendung, man soll das Eisen formen, solange es heiß ist. Aber als Redewendung bedeutet es, wenn eine gute Gelegenheit da ist, solltest du sie sofort nutzen. Nicht zu lange warten, nicht zu viel überlegen. Wenn der richtige Moment da ist, solltest du die Chance nutzen. Stell dir vor, du möchtest schon lange mit deinem Chef über eine Gehaltserhöhung sprechen. Aber du wartest immer auf den richtigen Moment. Und dann passiert es. Ihr seid kurz allein, dein Chef ist gut gelaunt und fragt dich: Bist du zufrieden? Gibt es etwas, worüber du sprechen möchtest? Genau das ist der Moment. Jetzt solltest du nicht schweigen. Jetzt solltest du die Gelegenheit nutzen und sagen: Ja, ich würde gern über meine Entwicklung und eine mögliche Gehaltserhöhung sprechen. Denn vielleicht kommt dieser Moment so schnell nicht wieder. Das heißt, du musst das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Oder du hast nächste Woche eine wichtige Prüfung an der Uni. Heute gibt es die letzte Fragestunde mit dem Professor. Er ist freundlich,
entspannt und beantwortet wirklich jede Frage. Die Stimmung ist locker und du merkst, heute ist der perfekte Moment, um meine Fragen zu stellen. Vielleicht möchtest du wissen, welche Themen sind besonders wichtig. Dann solltest du nicht still bleiben, denn wenn du heute nicht fragst, ist es vielleicht zu spät. Die Prüfung ist schon nächste Woche, ne? In so einer Situation sagt man, du musst das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Die nächste Redewendung ist ein Sturm im Wasserglas. Das sagen wir, wenn jemand aus einer kleinen Sache ein riesiges Drama macht. Beispiel 1. Jemand kommt 10 Minuten zu spät zum Meeting. Eigentlich kein großes Problem, aber ein Kollege regt sich total auf, als wäre die ganze Arbeit ruiniert. Dann kannst du sagen, komm, das ist doch nur ein Sturm im Wasserglas. Beispiel 2, in einer WhatsApp-Gruppe antwortet jemand einen ganzen Tag lang nicht. Sofort denken alle, ist sie sauer, ist etwas passiert und so weiter. Dabei hatte sie einfach nur viel zu tun. Auch das ist ein Sturm im Wasserglas. Das heißt, das Problem ist eigentlich klein, aber die Reaktion ist viel zu groß. So, das waren unsere 3 Redewendungen für heute. Jetzt bist du dran. Schreib mir einen Beispielsatz mit einer dieser Redewendungen in die Kommentare. Wenn dir das Video geholfen hat, lass gerne ein Like da und abonniere den Kanal und teile das Video mit jemandem, der auch Deutsch lernt. Danke und bis zum nächsten Video bei 7 Minuten Deutsch. Tschüss!